Oh, schaut es ungefähr gerade wieder macht. Drehen. Abbrechen, drehen. Okay. Last grün. 840. Juweleninsel. Bitte können vorerst nicht gewechselt werden. Okay. Hauptgebäude. Haben wir eins. Und zwar das hier. Okay, verstehe. Das ist 57. Darum sind wir jetzt schon auf 840. Typen 2. Mhm. Set für draußen. Noch nicht vollständig, noch nicht vollständig. Ja, da habe ich gar nichts und da auch nicht. Haha, okay. Naja, so will ich jetzt auch wieder nicht. Sag mal. Hast du ausrichten? Ja. Aha. Möbel ausrichten, normal drehen, zufällig drehen. Wie zuletzt drehen, anderes Tag. Nacht. Okay. Das ist halt zumindest ein bisschen nach Raster, das finde ich gut. Okay. Mal drehen, speichern. Speichert, Dekoration werden platziert. Ende. Was ist das noch? Oh, da gibt's auch eigene Sachen. Okay. Sieh dir den Platzierungsbildschirm einmal an und speichere die aktuelle Platzierung. Da bekommen wir auch schon was. Cool. Klasse, wenn wir alles gemacht haben, bekommen wir nochmal so viel und eine Katze. Hallo. Halte 30 Stück Holz durch das Fällen von Bäumen. Ja, easy. Da bekommen wir auch direkt Bäume. Halte 3 Arten Holz durch das Fällen von Bäumen. Haben wir natürlich auch geschafft. Halte 3 verschiedene Dekorationsbaupläne. Ja, sowieso. Drittes Herrenhaus. Stelle eine Farbe, Stoff, 3 Dekorationen herstellen. Halte 100 Kannentaler. Erreiche 2 Stufe 2. Erreiche die Stufe heimelig. Okay, okay. Cool, klasse. Lebenssaft, Lebensding, Herzblätter, Dingens. So, okay. So, dann machst du wieder neue Sachen. Das habe ich nicht gesehen, was das ist. Hier ein Teppich oder so. Lampe vom Livli-Pavillon aus Dürrsandholz. Blumenarrangement aus breitender Morgendämmerung. Schick, schick, schick. So. Okay, wunderbar. Der Gott wird platziert. Okay, macht das. Tschum, 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 tschum. Dauert das so lang. Schmieden. Kann ich hier? Okay. Muss noch hin was? Nö. Blume. So, was ist das da oben? Informationen. Habe ich die schon gesehen? Ja, hier drin halt noch nicht. In dem Buch hier, okay. Schmieden, da geht es wirklich ums Schmieden. Okay, cool. Passt. Ne, will ich gerade nicht. Aber ich habe wieder was sagen. Okay. Ich habe nur Gesteine erhalten. Warum auch immer? Okay. Dekoration werden platziert immer noch. Na gut, dann rede ich mal mit Knolle. Ah, du bist ja schnell wieder da. Gut, gut. Was gibt's? Ich bat dich herzukommen, damit ich dir ein kleines Geschenk geben kann. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, aber diese Domizile sind private Reiche, die von den Adepten für sie selbst geschaffen wurden. Die meisten Adepten benutzen bestimmte Methoden, um ihren Aufenthaltsort vom Rest der Welt abzuschotten und so seine Reinheit zu erhalten und nicht gestört zu werden. Danach erschaffen die Adepten einen Kannenrapport für jene, die sie an diesem Ort einladen wollen. Dieser Kannenrapport trägt das Zeichen der Adeptenkraft des Reiches und der Adepten selbst. So kann jeder, der einen Kannenrapport hat, das Reich nach freiem Willen betreten oder verlassen. Zuvor war diese Behausung in einem unvollständigen embryonalen Zustand. Diejenigen, die du hinein eingeladen hättest, wären nur in der Lage, mit dir gemeinsam hinein und hinauszugehen, anstatt über einen längeren Zeitraum bleiben zu können. Aber nun, nimm diesen Kannenrapport, den ich für dich erschaffen habe, und halte ihn in deiner Hand, ganz fest. Was soll ich als nächstes tun? Keine Sorge, du musst nur diesen Kannenrapport halten und er wird ein bisschen deiner Energie entziehen. Klasse. Ach ja, ich habe gehört, wie Ping erwähnte, dass du an sehr vielen Orten Freunde gefunden hast. Würdest du jedem von ihnen einen Kannenrapport geben, würden sie hier noch sehr lange sitzen und Kannenrapporte anfertigen. So habe ich einige Modifikationen in diesem Kannenrapport vorgenommen. Alles, was du nun tun musst, ist die Handfläche der Person, die du einladen möchtest, mit dem Kannenrapport ganz leicht anzutippen. Und deine Energiesignatur wird auf ihnen verbleiben, was es ihnen erlaubt, dein Reich ganz einfach zu betreten und zu verlassen. Was für eine Markierung, oder nicht? Naja, irgendwie schon, aber warum musstest du das so seltsam formulieren? Also hier ist dein Kannenrapport. Geh los und lade ein, wen auch immer du willst. Scheint, als wäre dieser Ort bald ziemlich geschäftig geworden. So, Geschwätz in der Kann. Hab's. Kannenrapport habe ich auch. Kannenrapport, lalala. Nochmal 20.000 Mora, ja wunderbar. Dekorationen werden platziert, bin ich froh.
Habe ich jetzt noch so einen Auftrag in der Art oder so? Wohl nicht. Was war das gerade? Okay. So. Ist mir noch was mit dir zu besprechen? Maybe you're not used Ah ja. to the place at the moment, but once you've materialized enough rooms and furniture through subspace creation, it will feel just like home. Supi. Braunstufe. 1. 0 von 300. 104 von 300. Dann gönne ich mir mal. Sind das die Kannentaler? Kannentaler können in der Kanne der Vergänglichkeit gegen tolle Sachen eingetauscht werden. Dann bekomme ich die. Kannentaler. Schatzkammern. Jeden Freitagmorgen 4 Uhr müssen wir aufholen. Am Montagmorgen müssen wir Kannengas oder die Durchreise. Okay, da steht nix. Okay, primitiv. Was ist hier primitiv? 2000 Punkte brauche ich. 4 pro Stunde. Angaben. Adeptenkraft. 1800. Darinnen habe ich auch schon nur viel, deshalb, okay. Dann brauche ich hier nicht mehr viel, dann habe ich 8 pro Stunde, das ist schon mal gut. Gemütlich, vorzeigbar. Paradies, nice, okay, okay. Okay, finde ich gut. Kameraden in der Kanne. Kannengabe, besonders Objekte. Freundschaften kannst du Freundschaft stärken. Der Speicherkapitel wird 50, 2 pro Stunde. Stufenbelohnung, kann ich schon. Ah ja, tatsächlich. Was ist das? Adeptenschwung. Flakon. Ein Flakon, der mit adeptischer Energie gefüllt ist. Schließt nach der Anwendung die Herstellung eines Stücks Dekoration sofort ab. Oh, okay. Gebäude mit mehreren Bögen. Mondstadt. Bauplan mit detaillierten Schatten. Ja, her damit. Speicherlimit für Kannental auf 300 erhöht. Speicherlimit für Kannengaben auf 50 erhöht. Außerdem Gebiet 1 entsperren. Ja, super. So, Vertrauensstufe, das war das. Weltenmotiv wechseln. Erhöht an Vertrauensstufe müsste entsperren. Verstehe. Dekoration herstellen. Also als neu, das kann ich aber nicht, weil ich dafür Stoff brauche und rote Farbe. Davon habe ich 0, oder? Ja, okay, da war ich einfach nur Holz. Bonus gibt es keinen. Ach ja, Alloy habe ich hier, weil ich mich auf PlayStation angemeldet habe, dann bekommt ihr die jetzt schon. Wenn nicht, wenn ihr noch keine PS4 oder PS5 habt, wo ihr das Spiel runterladen könnt, dann müsst ihr einfach warten. Das gibt es dann im Oktober irgendwann. Bekommt ihr einfach so. So, ja, dann würde ich mal sagen, ich stelle einfach nur mal das her. Wie lange dauert das überhaupt? Ich habe gar nicht gesehen. Ach, das dauert 12 Stunden, aber ich kann jetzt einen von den Dingen herstellen. Ich verstehe, okay, Farbe. Stoff, da war jeweils eins von den Dingen. Wie lange dauert das? 10 Stoff bekomme ich dafür. Da steht nichts, wie lange es dauert. Also. Ups. Also nehme ich mal an, das kostet das. Ach, das stelle ich auch jetzt sofort. Ja. Und der Stoff, klar. Brauche ich immer. Rote Farbe. Ah, dafür brauche ich die Dinger, die Dämmerfrüchte. Okay, cool. Oder Karotten. Ah, okay, okay. Ja, Karotten wären natürlich noch lieber. Keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Ich stelle mal 55 her. 50 Karotten, wir brauchen so viele. So, gelbe Farbe. Ja, dann nehme ich die Beeren. Ach so, die Beeren. Ja, okay. Klar. Beeren kann ich verbrauchen. Was gibt es noch? Oder Kohlapis, natürlich. Ja, lieber die Beeren, okay. So, 501 habe ich Minze dafür braucht und die ist so. Ja gut, das ist so viel gesammelt habe die ganze Zeit. Dachte schon, ich brauchte ja für gar nichts. Oder habe ich insgesamt eigentlich so viel? Aber ja, lass uns dabei. So, jetzt kann ich eigentlich alles bauen hier. Okay, passt. Herstellungszeit 14 Stunden, 14 Stunden, 14 Stunden, 14 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden. Ich würde sagen, ich mache alles einfach einmal zumindest einmal. Der ersten Herstellung zu erhalten. Okay. Ja, würde ich sagen. So, keinen Bonus. Das wird eh da stehen. Das Symbol wird da blinken. Keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Bonus gibt bei irgendeinem Charakter. Vielleicht irgendeiner, der sich darauf spezialisiert hat oder so. Also jetzt eine Herstellung ist ja vollständig. Okay. Jetzt soll ich das jetzt verwenden. Ah, okay. Ja, Vertrauensstufe 2. Das wäre super, wenn wir das haben. Ich mache das jetzt einfach erstmal, wenn wir das Ding eh haben hier. Baumstumpf Wegweiser. Hurra. Gut, dass ich das jetzt dafür überbracht habe. Nee, aber also die Lampe haben wir ja noch gar nicht schon.
Jo, dann machen wir zuerst das. Dann kenne ich mich wenigstens aus. Ja, jetzt ab, damit wir schon mal hier 8 Dinger pro Stunde bekommen und nicht nur 4. Und 1000 brauche ich pro Woche dann immer. Geht es so aus mit 8 pro Stunde? Wahrscheinlich ja nicht. 8 mal 24 sind 80, 160. 200, oder? 200 ungefähr wahrscheinlich. Ja, fast 200. 90. 200 sagen wir. 200 pro Tag. Ja, dann sollte es eigentlich schon fast ausgehen. Okay, passt, ja. Jetzt haben wir die 2 Sachen schon. Eine Lampe auch nicht schlecht. Aber in dem Holz haben wir gar nicht so viel. Die ist an Holz. Bleibende Beschleunigung 4 Stunden. Wie Beschleunigung? Keine Ahnung, was das bedeutet. Eingangsteppich. Also mal nach der Reihe, würde ich sagen. Double Orange. Ja, das mal, das MA, was wir schon hergestellt haben einmal und was nicht. Okay, Blast ist da mal dabei. Schatzkammer, schauen wir da gleich mal rein. Stoff für 10 Kannentaler, Gelderweise Vertrauensstufe 2 alles. Das nicht, da können wir das einen Flakon kaufen. Bäume, was kosten die? 80 Kannentaler für einen Stand. Okay, ist okay. Hauptpläne braucht er wohl auch nicht, glaube ich. Und Samen, Schachtelringe, Goldsamen voller Leben auf harten Feldern, das kann Reis gepflanzt zu werden. Nach einiger Zeit dort eine Seidenblume. Ah, okay. Tschüss. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Werde ich tun. Ein bisschen Farbe, Fragezeichen, Errungenschaft. Ein bisschen Farbe, Errungenschaft. 2-mal sogar. So. Stoff, ja, und vieles mehr habe ich hier gemacht. So, was ist denn das? Ich weiß es, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, nutze die Kanne der Vergänglichkeit, um in dein Reich zu gelangen. Ganz lose Welten. Ein bisschen Farbe, stelle 50 Einheiten Farbe her. Und 200 Einheiten Farbe haben wir auch hergestellt. So, okay, dann schauen wir mal, was wir sonst noch gemacht haben. Gelbe Farbe, so, dann haben wir da natürlich einen Bauplan bekommen. Achso, ja. Das war ein neuer Bauplan. So, was haben wir da? Kann Rapport eine Vergänglichkeit zukommen. Klasse, glaube ich. Bin mir noch nicht ganz sicher so, aber ich kann jetzt ein paar Sachen hier hinbauen. Mich auch Gras nehmen. So. Dann nehmen wir nichts Neues mehr. Dann gehen wir mal daher. Stelle eine Farbe her. 4 Stühle und dann Kerzen. Goldener, dreiarmiger Leuchter. Genau, wollte ich sagen. Dann haben wir schon so viele Deko-Sachen. Ich stelle eine, hat Stoff her. Stelle 3 Dekorationen her. Stelle 100 Kannentaler. Das Herrenhaus. Vertrauensstufe 2. Wann erreichen wir die? Architekten, heimelig und Vertrauensstufe 2. So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ach, das sieht doch alles super aus. Krass, das wir jetzt alles schon haben hier. Muss ich hier nochmal mit ihr reden dann. Maybe you're not used to the place at the moment. Okay, das sagt ihr immer dasselbe. So. Vertrauensstufe. Muss ja wahrscheinlich hier reingehen oder so. Ne, wie kann ich nochmal? F7 oder so. So, Vertrauensstufe 150. Ja, ich würde gerne jetzt schon Stufe 2 noch erreichen. Weil mir der Kannental auf 600 erhöht. Maximale Warteschlange auf 2, das ist auch super. Maximale Anzahl an Kameraden auf 2. Das war schon super. 150 brauchen wir noch. So, kommen wir immer 60? Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal 60 bekommen und. Oder habe ich bei denen nur 50 bekommen? Wahrscheinlich. Bei dem bekomme ich 90. Okay, er kann mich aus. Okay, erstmal tschüss. So, Bauplan, da. Dann kann ich hier auch drücken, entweder F7 oder hier das Ding. Und dann müssen die ganzen neuen Sachen hier weg sind. Jetzt zum Beispiel so. Ja, das ist ein bisschen schnell. Gut, Gelände. Haben wir ein bisschen was Neues. Und zwar
Steinen. Ein großer Stein. Aber ich habe noch nicht mal richtig gedreht. Ja, was nicht. Amnrotstein. So das. Muss ich immer wieder drücken. Okay, jetzt soll es drehen. Nacht. Kann ich zurücksetzen, der Gott zum Gebiet zurücknehmen. Okay, ich kann mir aus. Stein, hier hin. Feuersternstein. Klar, hier hin. Haben wir noch mehr? Bringt sich das jetzt was für Sachen zu platzieren? Das sind sicher die Punkte da. Was bringen sich die Punkte nochmal? Egal, ich muss schauen, dass ich ungefähr auf 1000 komme. So, Bäume haben wir da auch. Kann ich da eigentlich dann... Kann ich die dann eigentlich so hauen, damit ich Dingens bekomme? Holz. Steht ihr, was ich meine? Ja, nee. Das Ding will ich nehmen. Also ich muss ja auf den... Ich kann auf den drauf drücken. Okay. Dann braucht gar keinen Platz, dann kann ich einfach irgendwo hinstellen. Okay. Oder auch nicht. Okay, hier geht's. So, wieder näher angezeigt. Ja, okay. Ah. Da muss man genau drauf drücken hier bei dem Ding. Okay, so. Gras oder so. Ja, so ein Gebüsch-Dingens hier. Okay, Landschaft. Da haben wir das Wegwasser hier. Da super aus. Und dann haben wir diese Sachen eines Abenteurers hier noch. Okay, so, haben wir hier noch was? Nein, okay, jetzt haben wir 1600 Änderungen speichern. So, jetzt müssen wir hier was noch haben, genau. Stufe Heimlich, das haben wir geschafft. Perfekt. Kanale aufwendig geschnitzt, der Kalligrafietisch. Schaut mal, ist ja cool aus zu sagen. Das Herrenhaus, das mache ich glaube ich mal. Stufe haben wir noch nicht. Nein, okay. Da brauche ich auch nicht dauernd reinschauen, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal rein, was sich das bringt. Ja, was wie es da drin ausschaut, wahrscheinlich noch nicht sehr gut. So. Vielleicht auch die Musik aussuchen. Aha. Hier einen kleinen Raum. Nehmen wir so den Raum. Haben wir einen Raum. Und hier haben wir noch einen schönen großen Raum. Okay. Können wir natürlich noch nach oben. Dann haben wir hier einen schönen großen Raum. Und hier haben wir noch einen Raum scheinbar. Was haben wir hier noch? Das Herrenhaus. Natürlich. So, dann Stufe 2. Das wäre schon noch super. Wandzeit. Dekorationsset, Bauplan. Achso, da müssen wir dann die Teile sammeln. Schön. Okay. Ich kenne mich aus. Dann platzieren. Ist es hier im Herrenhaus? Oha. Aktuell, da können wir uns die Tür aussuchen, die wir haben. Und die Treppen. Okay, ja, da haben wir nur die. Große Dekoration. So für Tisch. Mal Raster ausrichten, please. Möbel, was nochmal? Möbel ausrichten. Okay, das kann es dauern. Okay, das kann ich aber eigentlich auch. Dann alleine machen irgendwann. Das wollen wir nicht die ganze Zeit im Stream machen. Tolle Lampe kann ich da nicht auf die Seite geben.
Na, macht nix. Stell mal hier hin. Kann man ja schon auf den Tisch stellen. Der Raumhaft. Okay, ja, schauen wir das noch ganz kurz an, wie das ausschaut. Noch nicht vollständig. Schauen wir mal. 3 Stühle haben wir. Ah, wir haben 3 Stühle. Oh. Ah ja, stimmt, wir haben noch mehr Stühle. 3 Stühle, also wenn ich das... Achso, okay. Tisch und Kerzen, dann kann ich das alles auf einmal... Ach so. Also schon alles dahingestellt. Okay, nein, macht nichts. So. Speichern. Normal drehen. Zuletzt drehen, zuletzt drehen. Halle, okay, da können wir uns die verschiedenen Räume auch anschauen. Gut, aber ich habe schon erstmal hier alles. Müsste ich erstmal noch Sachen herstellen. Aber wir können schon mal Kannentaler sammeln und so. Das ist supi. Na, 150, na klar. Dekoration herstellen. So. Klar, hol ich mal jetzt schon ab. 90 bekomme ich dafür. Wie viel brauchen wir gerade noch? 90, wunderbar. Dann mache ich das mit 90 schnell mal. Wenn ich 90 bekomme, herstellen. Und gleich mal abholen hier noch. So, Vertrauensstufe 2. Nice. Okay. Jetzt habe ich hier 2 Plätze. Wunderbar. Kann ich das hier machen? Das hier. Sehr schön. Wunderbar. Dieses mit der Rückenlehne aus. Wunderbar. Wir haben die ausgemacht. So, aktueller Gestaltungsplan. Kühle Insel, ja. Auf Maximum. Also ist ja nicht das Blödsinn, das ist ja hier erst. So, 600 Kannentaler kann ich hier mal sammeln, das ist gut. 60 von den Dingen noch. Privathaus, Liebe, Holzdach, Holz auf Stein. Klar, ja damit. Ein Traum, so, 0 von 600. Krass, das ist schon mal ein bisschen viel. Hammerlig, 3000 brauche ich wieder gerade. 8 pro Stunde, das ist aber doch eh schon ein bisschen was. So, wir können mal den nochmal abholen, also nicht. In der Schatzkammer. Nee, okay, irgendwo anders wahrscheinlich. Ist in Ordnung. Flüchtiges Harz, was ist das, glaube ich? Wer Essenz? Artefakt EP, weil er 10.000 EP, das wusste ich gar nicht, dass es auch gibt. So Dinge für Artefakte, dass man die aufleveln kann. When breaking, I'll teach you more about this another day. There are many methods by which one might tell if a certain day bodes well or ill. Klasse. So. Dann mal eine fette Hütte hier. Mal bauen. Vertrauensstufe 2, dann haben wir die Seite schon mal fertig. Wunderbar. Wow, rot lackiert. Ja, mehr oder weniger. Wohl eher braun. So, da bekomme ich ja schon einiges, Alter. Teegespräch, Arbeitszimmer eines, Festmarkt, Kalligrafie, Utensilien. Ich habe mich gerade gar nicht gewusst, wo das Wort Kalligrafie aus ist. Darum habe ich schon ein bisschen länger gebraucht. Spielzeugstand, Blumenschirmstand, zweigliedriger Verkauf. Gehärteter glasierte Ton. Grünäugige Katze. Spiegelung der Runde 2. Halte 100 Stück Holz des Fällen von Bäumen. Natürlich. Halte 5 Arten Holz des Fällen von Bäumen. Perfekt, genau das haben wir. 20 verschiedene Dekorationsbaupläne erhalten. Müssen wir auch bald haben. Schnell 20 Dekorationen her. 10 Dekorationen von Typ Felsen auf. Ja, ein Dekorationsset auf. Halte 500 Kannentaler. Ja, das ist gemütlich. Oh ja, gemütlich klingt auch richtig. So mache ich das jetzt. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. So, das lerne ich erstmal alles. Und dann haben wir auch schon die 10 Baupläne, von denen da die Rede waren. Locker drinnen. So, noch mehr Baupläne wahrscheinlich. Das ist toll. So, okay, na immerhin kann ich die Kannental jetzt holen. Da freue ich mich da schon mal drauf.
So bin ich hier hingegangen, dann bin ich wieder weggegangen. Auf einmal habe ich mit Urgestein bekommen. Hier kann ich also schmieden. Okay. Gebäude. Lastgrün. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Nicht zumindest, wie das Ding heißt? Nö. Warum bin ich da immer so verkehrt am Bauen? Okay. Gelände. 9 Sterne. Hoppla. Aber ja, gut, von mir ist. So, Bäume. Okay, Gelände dann. Tiere. Katze. Ich will dich nehmen. Könnte ich hierher legen? Ich habe keine Ahnung. Nee, schau mal nicht. Achso, ja. Wow. Dann kannst du auch nicht liegen. Okay. Das sehe ich dich ja gar nicht. Sehe ich dich da überhaupt beim Mondgras hier? Okay, darauf kann ich es nicht stellen. Oder setzen, je nachdem. Nee, die sollte schon hier dann irgendwo sein. Die hockt halt hier bei den Büchern. So. Okay. Set für draußen. Ja, da habe ich schon was platziert. Ich weiß. Feste Markt. Vielleicht sollte ich das nicht alles so einfach so aufstellen. Aber ich kann es ja später noch mal. Ich kann das später alles nochmal holen. So, Katze, du bist hier. Ah ja, hier geht ihr auch rum. Perfekt. Und das, was das Stand hier ist, ja, dass ich drauf klettern kann. Aber mehr scheinbar auch nicht. So, jetzt haben wir das erstmal. Dann wollte ich ja probieren, ob ich hier auch Holz sammeln kann direkt. Nö. Gut, Holz bekomme ich hier nicht. Wäre wohl noch zu viel verlangt. Okay, aber die Schmiede vielleicht hat er darum aufgestellt. Nö, was ist er? Okay. Ja, gut. Dann kann ich die Kannentale noch. Wo habe ich die hier nochmal herbekommen? Schneide ich die hier irgendwo ab. Aufsammeln können. Hier irgendwo. Okay, dann wenn hier nicht ganz tolle Sachen eingetauscht werden. Ja, schön, dann bekomme ich es her. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. 8 pro Stunde, wahrscheinlich erst dann in der Stunde oder so. Na schön. Ja, dann habe ich eigentlich nichts mehr. Jetzt kann man, da können wir schon einige Sachen jetzt kaufen hier. Das ist normal 80. Ich brauche ja die 80. Feuriges Gras, klarte Schokolas. Wege Feuerblätter. Feuerblätter sind immer gut. Tippten Bernstein, ein markanter Anblick. Ah ja. Stationsbaupläne. Na bumm. Reichtümer des Kannenreichs, Kreaturen des Reichs, Goldfischkrautsamen. Goldfischkraut. Okay. Tschüss. Dann werde ich die Kanne mal verlassen. Wie meint ihr nochmal? Wenn wir da irgendwas auf der Karte drücken oder die Kanne platzieren nochmal und dann Dingens. Was ist das nochmal? Wo war die nochmal? Hier. Platzieren. Verlassen. So, das ist die aktuelle Dingens. Keine Vergänglichkeit verlassen, müssen wir in der Heimatwelt zurückgebracht. Das wäre supi. Da wäre ich sofort dabei. So, ja, Mission, da passiert nichts gerade. So. Geheimnis eines Kindes. Auch ein paar Sachen ja wurden automatisch aktiviert. Auftrag. Das ist mein Hauptauftrag, oder? Ja, okay.
Ah ja, stimmt, aber Mädchen, genau, gesehen, dass man der angebildeten Freundin spielt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und jetzt müssen wir nach Flora sehen. So, soweit ich jetzt weiß, oder? Ich habe gerade gar nichts gesehen. Bilddekoration muss man da in der Woche herstellen. 2, glaube ich, genau. Oder waren es mehr? Schauen wir uns mehr. Pass. Hallo. Insgesamt Kannenthaler stellt 10 Dekorationen her in der Woche. Okay, ja, das soll sich ausgehen. 4 Tage habe ich da ja noch. So. Meine Vergleich als anderen Reisenden. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich zu denen komme. Ja, wahrscheinlich muss ich zu irgendwem hin und dann dieses Kannendings machen und dann... Okay, na, immerhin kann ich das Rangel jetzt machen. Das ist schon mal, das ist das Wichtigste, das wollte ich. So, ich habe ziemlich viele Aufträge und ziemlich viele Aufträge. Also ich glaube, jetzt haben wir wieder ziemlich viel zu tun. There it is! Behold, a floaty imaginary friend for floaty-headed Flora! A bloaty floaty! Ach ja, der hat noch da irgendwas gegeben, womit ich unsichtbare Spirits hier sehen kann. Stimmt. Wait, imaginary friends can be plants now? Hi, Traveler! Hi, Bard! Hallo. Entschuldigung, dürfen wir da ein paar Fragen stellen? Hallo, hast du noch gleich uns für uns Sure, Zeit? how can I help? Wer ist denn dein Freund neben dir? Seid ihr Geschwister? Oh, you mean Mr. Floaty? Most people can't see him. Mr. Floaty is my bestest friend. We grew up together. No fair. Paimon hates feeling left out. Flora, why exactly are you friends with a bloaty floaty? What's wrong with it? I always wanted to be friends with a plant who could fly. Friends with a flying plant? Why? Because then when it's windy, you and your friend can fly off into the sky together. You gotta admit that's pretty cool. Isn't that called being blown away? That's what some people like to call it. I only found out this plant existed from an explorer who told me stories of his adventures. I think his name was Stanley. Oh, dem sind wir schon mal begegnet. Wirklich? Stanley's an adventurer. Wer war denn das And you noch? can tell he's an expert at it from the stories he tells. The amazing adventures of Stanley are super famous in Mondstadt. He's in the city at the moment. You should go ask him to tell you some of his stories. That sounds like a fun idea for next time. But right now we have other things to attend to. Richtig, also, misch dich nicht an. Flora's a pretty mysterious kid. Which child shall we interrogate next? Paimon's thinking. Oh, how about that little guy on the bridge? Gute Idee. Oh. Ja, krass. No way! Well, that is unexpected. Timmy's imaginary friend is a ruin guard? Wie bilde ich mir Dinge an? Was ist denn das für ein Riese? Paimon's freaking out right now. That thing is sure to attack us. What say you we postpone our conversation with Timmy for the time being? Paimon, es ist da ein Spruch zu sagen. Huh? Paimon has a favorite line? Der eine darüber, wie wir das Gebiet vor uns später erkunden. Seriously? Oh, alright then. How about we explore the area ahead of us later? Ach, das ist das, wenn ich das so ein Gebiet ausgehe, verstehe. Children are more open-minded. Is that why they can think up all kinds of imaginary friends? Wahrscheinlich. Fitting, isn't it? That the City of Freedom should be home to children with such boundless powers of imagination. What about adults' imaginations? Let's ask some adults at the tavern. Mit Flora müssen wir auch nochmal reden wegen einer anderen Mission. Machen wir das direkt. Willkommen bei Sprache der Blumen. Was kann ich für dich tun über die Besonderheiten von Mondstadt? Spezialitäten, das ist nach einem Geschenk. Aber ich verkaufe nur Blumen, die nicht lange frisch bleiben. Sie werden schnell verwelken.
Das einzige andere, was mir noch einfällt, ist ein florales Lesezeichen zu basteln. Ich mache manchmal welche für meine Freunde. Sie sind nicht viel Geld wert, aber vielleicht haben sie einen ideellen Wert. Wenn du Interesse hast, kann ich wohl auch einen für dich machen. Aber zuerst musst du mir meine Frage beantworten. Antworte richtig und ich werde dir ein Lesezeichen basteln. Es ist eine sehr einfache Frage. Los geht's. Ist der Löwenzahn eine Blume? Klar. Oh, du hast so schnell geantwortet. Ja, du erkennst eine Blume sicher, wenn du sie siehst. Hier, das ist ein Lesezeichen. Handgemacht von mir, aus einer getrockneten Windmühlennaster. Wenn das nicht als Monster-Spezialität zählt, weiß ich auch nicht weiter. Der Tausch spricht mit Charles. Ich weiß nicht, wer Charles ist, aber naja, gut. Flora kannte ich. Okay, Taverne. In der Taverne, aber ich muss doch da hinten hin. Ach so, und da halten sich ein paar. Diluk und Kaya und so. The thing about wine is, you have to drink it at the tavern, or you miss out on half the fun. Servus, was haben die dafür? Seems to me you'd find some way of keeping yourself amused even if you drank alone. So, ja, das entschuldigt ganz kurz. Jawohl. If I didn't know any better, I would say you're being deliberately uncivil. Just drink responsibly on my premises, okay? Oh, and if I did have one too many, what then? You'd throw me out along with the trash, is that it? Throw you out? You know, the same way you threw out Father's legacy. You sold off his mansion, or maybe you've forgotten. Ja, ich habe da was vergessen, dass es noch ein bisschen länger dauert. So, ja. I see no reason to cling to things that have outlived their purpose. Is that so? Then I trust you were most swift indeed to part with a certain vase? Sorry, I have no recollection. That's odd. Master Diluk, I'm sure I saw such a vase in your home. A beautiful one, unmistakable in fact. Keine Freunde zu sehen. Seems our suspicions were right. Grown-ups don't appear to have imaginary friends. Like I said, a lack of childlike wonder. Anscheinend sind Erwachsene überall gleich. So people just stop dreaming when they grow up? Okay, well, Paimon for one never wants to grow up. Kann ich verstehen. So, dann brauche ich noch diesen hier. Oder den hier. So. This raises an interesting question. At what age exactly do people's imaginary friends disappear? Let's go and check. Yes. Sieh nach Ellen. How about Ellen? Someone of her age. Ah ja, Ellen, die ja. Ja, red mal aus. Uh-oh. Also. Somehow Paimon finds the idea of not being able to see Ellen's imaginary friend kinda scary. So. Jetzt hat er da wahrscheinlich auch weitergeredet, wenn ich auf der Map war. Naja, gut. Kommt vor. So, das ist das, oder? Naja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. So, okay. Ellen, da unten ist sehr direkt. Hallo, ist ein unsichtbarer Freund? Alter, das wird reichen. Wir mussten noch ein bisschen näher ran. Oh. Das ist ja Dingens. Wie heißt der nochmal? Ich muss das wissen, Jean. What is Jean doing here? Noch gewusst. Is Master Jean Ellen's imaginary friend? Ellen ist ein gewissenhaftes Kind. Ellen ist wirklich entschlossen, ein Ritter zu werden. So she's so determined to become a knight that she... Okay, that's kind of weird. Huh? Oh, hello. What are you guys doing? Are you always training here? You bet. Today, I heard Stanley talking about his adventures. It was incredible. It got me really pumped up. I hope I can be as outstanding as him one day. So that you can fight shoulder to shoulder with Master Jean? I mean, obviously I want to become a knight.
And if I got to go on an adventure with Jean herself, well, even better. Seems Ellen really looks up to Jean. Daran ist nichts falsch. Also ich bin überzeugt, du schaffst es, Ellen. Oh, thanks. I was thinking, it's not every day I get to hang out with the honorary knight. Would you join me for some sword training? How can I smash all these training dummies at once? Oh, so warst du da. Ja, der zählt ja nicht, glaube ich, gell? Nee, okay. Habe ich mir letztens nämlich auch gedacht. So that's how to do it. I'm impressed. Klar. Ich auch. Oh, thank you. It's clear I still have a long way to go in my training. So modest. I, for one, think you're quite the pro at this already. Well, I'm exhausted from training, so clearly my fitness needs some work. One day, though, I'll smash all the training dummies in Mondstadt. Gute Idee. Ellen, she's our girl. If she can't do it, Hilly Churl. Thanks. Shoot, I got so caught up here I forgot there's something I was supposed to do today. Ugh, but I'm so sore from training. I can hardly move. Honorary Knight, could you deliver a message to Jack for me? Wer ist Jack Sparrow? He's a friend of mine, recently started as an adventurer. We were gonna meet up tonight and discuss adventure plans. Could you let him know it'll have to be another day? If I'm not mistaken, you should find him at the Temple of the Lion. He's adventuring with Stanley today. Stanley's a truly legendary adventurer, renowned in all of Mondstadt. He once set foot in the Mare Javari. Tempel des Löwen? Klar, ich vermisse das nur. Great! Thank you so much. Aber klar, das ist ein Tempel da, oder? So, Geheimnis seines Kindes. Abenteuer aus dem Süden. Geht zum Tempel des Löwen. Okay, das ist da hinten. Genau. Da brauche ich nicht weit gehen. In fact muss ich nur die Karte öffnen und bin schon wieder da. Muss 2 Schritte gehen, okay. Ach, der ist da drin, ich muss den machen. So ist das. Tempelstufe 58, perfekt, habe ich. So, was ist da noch gestanden? Ellen hat dich darum gebeten, den Abenteuer Neuling Jack zu finden. Er soll mit dem großen Abenteuer Stanley unterwegs sein. So, ich hoffe, ich brauche da nicht unbedingt Choreo. The Temple of the Lion? We explored this place once before, didn't we? During the Storm Terror incident. Seems like it's now a hot spot for adventurers. That can only mean one thing. We didn't bag all the loot last time. Looks like we can't go any further. D gedrückt, um aufzuladen und Not im to worry. Windfeld zu Allow erschaffen. me. Those Okay. who wander in the dust, the wind shall send soaring sky high. Noch was? Was ist mit Ventinur oder was? Der kann einfach so ein Windfeld erschaffen? Yahoo! Okay. Ja, das ist ja nice. Das kann ich immer scheinbar, okay. Ja gut, dann brauche ich jetzt das Windfläschchen da nicht, der das ich da mal gemacht hat. Aufmachen, los. War noch was? Oh. Das ist vielleicht doch das Interessantere. Nicht so viel Verstärkungsteig, da kann ich die Leute gleich. Bisschen auf peppen. Here we go. Ah ja, da kann man gar nicht das machen. Schön. Das war gleich öfters. So. Ich kann ich weiter Sachen da drüber, jetzt kommen wir dann. Ach ne. Wow. Zeug. So, dann komme ich wahrscheinlich von dort aus hier ran. Okay. Hallo.
Hallo? Das tatsächlich genau in dem Moment runtergekommen. Na gut. Think you can get away? Kann man nicht. Du heilige Kacke. Okay. Das ist sehr stark. Und ich habe es schon wieder aufgeladen. Yep. So. Zeug, Rettich. Warum lässt das überhaupt ab? Kann er gleich auch so loslassen. Oh, okay. Hey, are those guys? Brace yourself. Guten Tag. Ups, das wollte ich natürlich noch. Hallo. Time for takeoff. Ihr könnt euch das mal. Hallo, wie macht das dann? Yahoo! Der schießt auch zu mir, weil er gerade gelaufen. Was, Alter, wird doch endlich. Soll mal angreifen? Danke. Sehr nett. Here we go. Der macht jetzt gleich wenig Schaden. Oh. Okay, ja. Was zurück gewesen hier? Naja, gut. Kann man hier heilen, falls es jetzt noch nötig ist. Ich weiß es nicht. Sind wir gleich, wenn da dann Gegner kommen noch. Da sind sie ja auch schon. Jack und Stanley. Sekunde mal, ich werde gleich mit euch. Jetzt machen wir sicherheitshalber die Ruhe noch, falls ich danach nichts mehr machen kann. I was so sure I was about to die. To be fair, that could have gone either way. So, you must be Jack the Adventurer, I assume? Yes. Who are you? Actually, we came looking for you. Ellen has a message for you. She said she won't be able to join you today to plan out your next adventure together. She'll join you some other time. Oh, I see. I feel bad you had to come all this way to find me, and then had to rescue me. Huh? I don't see what all the fuss is about. It was nothing that I, Stanley, couldn't have dealt with by myself. Whoa! You are Stanley? You are that legendary adventurer? Renowned in all of Mondstadt? Who once set foot in the Mare Javari? Ja klar, ist er gerade vorher über seinem Kopf gestanden, dass er nicht sind. The very same. I must say, it's an honor to meet one as legendary as yourself. Well then, how would everyone like to proceed? Head back or head further inside? Stanley, was denkst du? Jack, was denkst du? I think we should keep going. With Stanley by our side, we'll have no problem. Klar. Okay, motion passed by unanimous consent. Let's head further in. So, I'm guessing you mostly came here because you want to hear my adventure story. Am I right? No, we really were just looking for Jack. What? Do you know who I am? I am Stanley, renowned adventurer of Mondstadt. Yeah, I think we got that. Hast du einen Glückwunsch nochmal? Says maybe you don't got that. Hier kommt noch nicht rüber. I am Stanley, the living legend. Stanley who braved the Mare Javari. Nein, wahrscheinlich auch nicht. Enough already! Ugh. Stop name-dropping yourself every time you open your mouth! Hallo? It's true, though. Stanley is the most amazing guy. Well, Jack will listen, won't you? Where was I? You and your partner reached the Mare Javari, a famously terrifying place with not a wisp of wind. Precisely.
there was a deathly silence in the air. A sea of ashes stretched out before us, as far as the eye could see. The edge of Ari. Suddenly, my partner was caught in a whirlpool whipped up by an evil beast. Luckily, I managed to grab hold of him just in time. Wow. So, did he make Så it? mycket, alltså. Sadly, in the end, I alone was able to set foot on home ground once more, where the gentle breeze carried away the tears welling up in my eyes. Poor guy. How could that happen? Jack, you can't cry so easily if you want to be a great adventurer. I know. Because an adventurer's proudest achievement is to die in the course of their final adventure. But whatever happens, no adventurer should ever die in a place where the wind doesn't blow. The wind has to bring your spirit back to Mondstadt. That's right. To die in a place where the wind blows, and to have your spirit carried back to Mondstadt on the wind, that's Yeah. Oui. Although, the most I can aspire to right now is beginner's commissions, like clearing out the slimes clogging up the sewers. You shouldn't die in a place with no wind. Why do they keep going on about that? Is that why Stanley thinks the Mare Javari is the most terrifying place in the world? Because there's no wind there? Ja, så som det. Hat sich erledigt, also. Noch recht dead. Yahoo! Ah, was? Was soll der Geiz? Ist er gestorben? Traveler, I believe I've made a small discovery. Could I ask you to use the Nernama detector once more? Mhm. Okay. What? Stanley has an imaginary friend? It seems his imaginary friend is a seasoned warrior, covered in scars from head to foot, and a look of staunch determination on his face. Er passt zu Stanleys Beschreibung von sich selbst. Ich wusste, dass eigentlich komisch You're ist. saying his imaginary friend is an idealized version of his own self? Interesting idea, but is it true? Please excuse me. I'll be leaving now. Bye, Stanley. Tschüss. Do you two still have time to spare? What is it? A few days ago, Stanley got drunk and told me a secret. Something he's never told anyone before. The weapons he took on his adventure all those years ago. They were none other than those once wielded by Mondstadt's greatest hero, Vanessa herself. The sword of brilliant valor and the shield of magnificent honor. Okay. I don't know whether you believe me, but apparently, both the sword and shield are still right here in Mondstadt, over in Dadaupa Gorge. Pokémon Schwert und Schild. Since you guys are the experts at this, can you come with me to try and retrieve these two legendary weapons? Stanley war wirklich im Besitz dieser Waffen. Warum hat er sie dann in der Wildnis You zurückgelassen? bet. This is Stanley we're talking about. If I can just get a hold of something impressive enough to show my family what I'm capable of, maybe they'll finally come around to the idea of me being an adventurer. Right now, I'm just a rookie. My abilities are limited, and my parents don't support my goals one bit. So, what do you say? Help a guy out? I can't bring myself to tell Stanley about it, because my reasons are so, selfish. But I swear I'll give the weapons back to him as soon as I'm done. Aw, poor Jack. Let's help him out. Na dann werde ich mal. Schwer nach dieser treuen Geschichte Nein zu sagen. Venti, you coming too? I don't know. Oh, one other thing.
I have a bottle of rare vintage wine that I had someone fetch for me a couple years ago. Help me find these weapons, and it's all yours. Dada Gorge, was it? Let's hurry. There's no time to lose. Natürlich nicht. Du Venti, du. Willst du nicht gehen oder so? David, gehöre dorthin, natürlich. Nicht gehöre dorthin, ne? Was soll das bedeuten? Na gut. Der Watt, hast du ja. So sprechen sie aus. Okay, das Schwert des Heldenmuts. Das ist nur 200 Meter entfernt. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das im nächsten Part. Belohnung für Abenteuerstufe ist oder richtig? Oder nächstes Mal, zumindest. So. Gut, dann würde ich sagen, holen wir dann noch was ab. Gut, Hauptsache ich habe die Kanne jetzt mal. Also das Wichtigste, was ich heute noch erreichen wollte, ist eine Mission vom Angelverein erhalten, die besagt, dass die Fischaktivität in den umliegenden Gewässern nicht normal ist. Wenn wir noch keine genauen Informationen, kannst du uns helfen. Wenn du die Sache in die Hand nimmst, dann habe ich keine Zweifel, dass du das Problem lösen kannst. Egal, worum es sich handelt. Angelverein, fangen die Fische. Ob die Fische fangen? Ich verstehe nicht ganz. Von was für einer Art Fischerei sprechen wir denn hier? Oh, ein Angelverein. Klingt nach einer Gesellschaft, die hoffenweise leckere Fische gefangen hat. Verschwenden wir keine Zeit, gehen wir und sehen uns das an. Hehehehe. Ja, hehehe. Sprich mit Nantuk. Sekunde mal, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum man das nicht sagt. So, Stufe 44, 50.000 Mora, so ein Gewitzdingens. Belohnung einsammeln. Ich kann ja theoretisch... So, ist das jetzt auch schon wieder was anderes? Wanderlust? Ne, hätte ich nicht sagen. Und dafür brauche ich die Dinger. Novelle will ich eigentlich nicht nochmal haben. Darum schaue ich hier, ob ich hier was machen kann. So, 11. Dann machen wir hier noch einmal Gebete. Die muss ich wieder in der Season machen, die 50. Okay, das sieht man vorher schon, die Seltenheit. Einmal lila und sonst blau. Verstehe. So. Der Regenschnitter ist das neue 4-Sterne-Dings. Okay. Was ich jetzt bekommen habe. Naja. Mit dem Charakter, glaube ich, mehr anfangen kann. Aber na gut. Ja, da ist eine blaue Sachen. So. Okay, na gut. Nun gut, dann 2 Hände. Mal schauen. Wenn wir irgendwann gebrauchen können. So. Noch anderes Zeug. Naja gut, haben wir sogar die Gebete nochmal gemacht. So, Regenschnitter ist natürlich neu. Mit den anderen Sachen. Hatte ich alle schon. Okay, war klar. So, na dann. Würde ich sagen, wir lassen es hier erstmal. Let's dance. Und ja, was hat beim nächsten Mal wieder dabei? Ansonsten mache ich hier erstmal Schluss. Upsa, das Kanon-Dings habe ich, genau. Aber wir haben noch einiges zu tun. Hier ein paar Nebenmissionen. Dann noch ein paar Legendenaufträge. 4 an der Zahl. Und dann geht's weiter mit dem Hauptauftrag. Den mache ich jetzt erstmal nicht. Genau. So. Okay, dann freue ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Aber das war's erstmal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Auf YouTube dann. Und ansonsten war's dann mit der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss ja rausklicken, glaube ich. Wenn das überhaupt funktioniert, die Hotkeys dann. Und ansonsten war's dann mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt muss ich leider was Wichtiges erledigen. Also tschüssi!